Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte alle neuen Zuschauer recht herzlich begrüßen und ein großes Dankeschön an alle meine Abonnenten. Ja, wie vielleicht einige von euch wissen, war ich im Urlaub und konnte euch daher noch kein Monatsupdate von Februar zeigen. Jetzt bin ich zurück, bin erholt, habe zwar eine leichte Erkältung mitgebracht, aber ich freue mich total, euch meine Fortschritte vom Februar zeigen zu können. Ja, es hat sich einiges getan. Ich hatte 2 Neuanstiche, das auch gleichzeitig meine 2 Reiseprojekte waren. Und ich habe doch einige Kreuze auch an meinen anderen Projekten geschafft. Ich denke, wir starten gleich und fangen gleich mit meinen 2 neuen Reiseprojekten an. Und ja, los geht's. Das erste Projekt, das ich euch zeigen möchte, ist meine Tasche, die Eulentasche. Die Eulentasche ist von der Firma Yishu. Ich habe sie in einem China-Shop gekauft. Sie wird 173 mal 173 Kreuze groß, was in etwa 29.929 Stichen entspricht und wird mit 35 Farben gestickt. Auf 11 Count mit 3 Fäden. Ich hoffe, euch stören meine Fäden nicht, denn ich arbeite mit den barkenden Fäden. Das kann ich ganz kurz erklären. Ich sticke im 10 x 10 Quadrat und danach barke ich in dem Quadrat darunter meine Fäden. Sollte in dem Quadrat also nicht die passende Farbe sein, dann barke ich rechts daneben meine Fäden. Und so arbeite ich mich Kästchen für Kästchen und Reihe für Reihe entlang, ja, bis das irgendwann mal fertig ist, das Ganze. Ja, was habe ich geschafft? Man sieht es hier, ich komme mal ein bisschen näher. Es sind 200 Stiche. Es scheint auch noch ein bisschen der Vordruck durch. Diese 200 Stiche entsprechen 0,66% des ganzen Projektes. Ja, das heißt, ich habe noch einiges zu tun. Ich denke, ich werde wahrscheinlich jetzt im März nicht daran sticken, da ich doch einige andere Projekte voranbringen möchte. Ja, mein erstes Projekt. So viel hat sich da nicht getan. Das zweite Projekt, ebenfalls ein Neuanstich. Ihr kennt es wahrscheinlich von einem Unboxing-Video. Es ist mein Gewinn von Heidi. Der Leuchtturm, genannt Poppy Lighthouse, ist von der Firma Joy Sunday. Wird gestickt auf 14 Count Aida mit 2 Fäden. Es ist ein Teilbild, 126 Stiche hoch und 98 Stiche breit. Und ja, auch ein Neuanstich, war auch ein Reiseprojekt. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, wegen dem farbigen Vordruck, wie viel ich bis jetzt geschafft habe. Ich werde mal ein bisschen näher kommen. Vielleicht ist es so besser. Ja, ich habe bis hier runter gestickt, hier auch den Leuchtturm fast fertig und hier den Beginn der nächsten Blume. Ich drehe es mal um und zeige es von hinten, dann kann man das vielleicht besser erkennen, was ich bis jetzt geschafft habe. Ja, es sind in etwa, ich denke, 2/3 sind geschafft. Es fehlt noch das untere Stück. Ja, das Bild hat 42 Farben. Hier oben und auch bei der Umrandung kommen noch die Backstitches, so auch bei den Blumen. Und dann fehlen auch noch die French Knots.
die im Bereich der Blüten gemacht werden. Und da ich wirklich kein Freund von French Knots bin und auch diese die nicht wirklich gut kann, also die werden bei mir immer sehr unregelmäßig, habe ich mir gedacht, ich zeige euch, was ich mir gekauft habe. Und das ist dieses Glasperlenset von der Firma Action. Nicht Firma, Entschuldigung, ja, also hergestellt wahrscheinlich nicht von der Firma, aber bei Action gekauft. Ja, es sind, ich zeige es euch, ich mache das mal auf. Es sind 36 verschiedene Farben an Glasperlen drinnen. Ja, und da könnte ich mir gut vorstellen, die French Knots durch die passend färbigen Glasperlen zu ersetzen. Bei diesem Bild, eben hier in diesem Bereich, wären schwarze French Knots geplant. Das heißt, ich würde diese Perlen da verwenden. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das passen würde. Ja, die Perlen haben nur wenige Euros gekostet und ja, sind überall einsetzbar. Bin schon gespannt, wie das dann rauskommt. Ja, das war mein zweites Reiseprojekt, wo ich doch einiges geschafft habe. Ja, dann kommen wir zum nächsten Projekt. Das nächste Projekt ist ein immer wieder gern gesehenes Projekt von euch und das ist Willow. Ich werde mal etwas weg, ja. So sieht man das besser. Willow ist von der Cross Stitch Studio, wird 385 Stiche hoch und 250 Stiche breit. Das heißt, die Breite habe ich bereits erreicht. In der Länge bzw. halt in der Höhe fehlt doch noch einiges. Es hat 96 Farben und ich sticke es auf 18 Count, auf den Easy Count Aida mit 2 Fäden. Gestartet habe ich dieses Projekt im April 2024 und ja, was habe ich dieses Monat geschafft? In diesem Bereich habe ich 647 Stiche geschafft. Das heißt, es sind 0,67% dazugekommen und insgesamt habe ich 48,12% geschafft. Ja, ich finde, das Gesicht kommt bis jetzt sehr gut raus. Hier sieht man auch schon das zweite Auge. Ja, es fehlt hier noch eine Reihe, dann ist auch diese Seite fertig und ich werde dann darunter an der nächsten Seite arbeiten. Ob ich im März daran arbeite, weiß ich noch nicht. Ja, ist noch offen. Vielleicht schaffe ich ein paar Stiche. Eigentlich habe ich aber geplant, eher an anderen Projekten, eher was Frühlingshaftes oder Sommerhaftes zu arbeiten. Das ist ja mein Herbstmädchen und eher ja, für den Herbst passen. Ja, das ist Willow. Gefällt mir sehr, sehr gut, das Projekt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Projekt. Auch von der Firma The Cross Stitch Studio. Es ist der Winterfuchs genannt. Winterfox. Ja, er wird 280 Stiche hoch mal 225 Stiche breit, entspricht 63.000 Kreuzen, wird gestrickt mit 96 Farben. Ich sticke es auch auf 18 Count Easy Count Aida mit 2 Fäden, habe in etwa August, September 2024 damit gestartet
und habe dieses Monat 1471 Stiche geschafft. Ja, das habe ich diese Seite fertiggestellt und hier oben noch ein bisschen. Das heißt, es sind 2,33% dazugekommen, was insgesamt dann 6,56% des ganzen Projektes sind. Ja, das Ohr kommt schon gut raus, sieht man schon gut, auch der Hintergrund, der Schneefall, ich denke, es ist Schneefall, was das sein soll. Ja, es ist ein total süßes Projekt, aber ich denke nicht, dass ich jetzt im März daran sticken werde, da es doch eben ein Winterprojekt oder Weihnachtsprojekt ist. Und wie schon gesagt, ich jetzt eher etwas Frühlingshaftes oder Sommerliches sticken möchte. Ja, der Winterfuchs von The Cross Stitch Studio. Das nächste Projekt, so viel haben wir jetzt ja nicht mehr, ich rase da durch, kennt ihr auch schon. Es ist von der Firma Waterbiz, die Aqua Lady. Die Aqua Lady ist ein großes Projekt, wie man sehen kann. Ich zeige es euch mal kurz quer. Ja, also sie wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Ja, ich habe sie gestartet im Januar 2025. Sie wird gestickt mit 50 Farben und ist auf 16 Count Vordruck. Ja, was habe ich dieses Monat geschafft? Es sind 4100 Stiche dazugekommen. Das sind 2,96%. Und insgesamt habe ich nun 5,42% geschafft. Ja, ich habe diesen ganzen oberen Teil gestickt und auch noch einen Teil von hier. Hier sind schon die Haare, ich denke, die kommen ganz gut raus und auch ein Teil der Stirn, Entschuldigung. Ja, also an der Aqua Lady möchte ich auf jeden Fall sticken. Bin schon gespannt, wie das Gesicht dann rauskommt. Also da bin ich ja kurz davor, zumindest einen Teil des Gesichtes zu sticken. Ja, ich habe es euch in einem Unbox-Video vorgestellt. Der Druck ist jetzt nicht so gut, da besonders hier in diesem Bereich und auch im unteren Bereich. Hier kann ich es euch nochmal zeigen. Ja, es ist verschwommen. Ja, wie gesagt, der Druck ist nicht so gut. Ich arbeite daher auch mit der Papieranleitung und daher geht das natürlich auch ein bisschen langsamer voran. Aber es sind 4100 Stiche dazugekommen. Das ist meine Aqua Lady von Waterbiz. Und dann wären wir auch schon bei meinem letzten Projekt, das ich gestickt habe im Februar. Ihr kennt es auch schon. Es ist die Laterne. Die Laterne von Spring Brand, gekauft in einem China-Shop, wird auch ein riesiges Projekt, wird 362 Stiche hoch und 362 Stiche breit, wird gestickt mit 90 Farben auf 16 Count AIDA. Ja, gestartet im Dezember 2024 und habe im Februar geschafft 4200 Stiche. Das heißt, es sind 3,2% dazugekommen
und bin jetzt insgesamt auf 7,93%. Ja, was habe ich geschafft? Ich glaube, es war dieser ganze Bereich hier. Also bis jetzt habe ich nur Hintergrund, aber bald kommen wir dann zur Laterne. Ja, an diesem Bild möchte ich auch im März sticken. Mir gefällt die Laterne besonders gut. Auch diese Mischfarben, dieses Blau-Weiß hier sind alles Mischfarben. Und was ich bis jetzt sehe, gefällt mir total gut. Daher, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall im März auch daran arbeiten. Ja, das war's dann ja auch schon. Mit allen Projekten sind wir jetzt durch. Ja, was sind meine Pläne? Ich warte noch auf eine Bestellung. Ich habe das schon vor einem Monat bestellt, wo ein paar Frühlings-Sommerbilder dabei sind, die ich euch gerne zeigen möchte. Und dann warte ich auch noch auf die Lieferung meiner ersten Kooperation. Da habe ich ein paar kleine Bilder ausgesucht und ja, das möchte ich euch dann gerne in einem meiner nächsten Videos zeigen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Monatsupdate für den März. Das kommt ja diesmal etwas schneller, da ja heute schon der 10. März ist, sind ja nur mehr dann 20 Tage in etwa. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!